Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Park. Wow, war das geil, oder? Habe ich monatelang dran gearbeitet. Ähm, Wir gehen jetzt in dieses Horrorhaus. Das sieht sehr einladend aus. Ich bin schon gespannt. Willkommen zur letzten Episode, nehme ich mal an. Also theoretisch dürfte es nicht so lange dauern. Also wenn wir jetzt wirklich über die 40 Minuten oder so gehen, dann muss ich es nochmal cutten. Aber ansonsten ziehen wir das jetzt hier beinhart durch. Und gehen hier mal durch das verdammte Horrorhaus. Oh ja, geil. Oh, Loading Screen. Hm. Ich will Unreal Tournament spielen. Gut, so, nochmal hinsetzen. Nochmal einen Schluck Cola, Coca-Cola. Keine Schleichwerbung, es gibt natürlich auch andere Produkte. Es gibt auch Pepsi-Cola. Den wollte ich schon immer mal machen. Ja, das war ein bisschen Geduld haben. Ich trinke noch, es tut mir leid. Okay, die Taschenlampe, die wir uns vorhin gesnatcht haben, die haben wir noch am Start. Die ist jetzt nicht so super hilfreich irgendwie. Ich kann auch schneller gehen, ne? Kann ich hier nicht? Nein, hier drin kann ich nicht schneller gehen. Oh Mann. Oh, da ist wieder mein unheimlicher Wumbo-Fake-Eichhörnchen-Freund. Ich habe Eichhörnchen noch nie vertraut. Hinterlistige Bastarde. Ist das überhaupt ein Eichhörnchen? Oder ist es ein Biber? Es ist schwer zu sagen, oder? Das sieht mir aus wie ein Eichhörnchen. Wobei ich einen Biber lustiger finde. Der Biber. Ist da ein Loch in der Wand? Nee. Schauen wir uns mal um. Auf den Bildern. Was? Hat sich das Ding umgedreht? Nein. Ich dachte, das hat sich umgedreht. Atlantic Island. Steht da? Nathaniel Winters welcomes you to. Who the fuck ist Nathaniel Winters? Ach, das ist Captain Creepy. Hier mit dem Hut. Bill Cosby. Na, die Lava funktioniert. Read Page. Atlantic Island Park has closed its gates. Was sind das für Geräusche? From of Townful gathered as we hung the heavy iron padlock on the gates. Small-minded folks scared of what they don't understand. My machines will be silent and dejected, but I'm not beaten. I have sent my wife and son back to Boston and I have retreated here to the House of Horrors. I must think. Und da fehlt der Rest. Ja. Ich habe wieder den Creepy Voice Attempt gemacht, aber es funktioniert nicht mit der Schrift, Leute. Es tut mir leid. Schritte. Junge! Don't leave me! Hey! Alter, halt's mal. Ich hab gedacht, da ist wer. Oh Gott, das ist so ein Spiegelding? Nein. Ich mag das nicht. Ohne Scheiß, ne? Selbst dieses Spiegelkabinett, ich mag das wirklich nicht. Ich krieg da drin irgendwie, erst finde ich das immer ganz lustig und danach irgendwie, wenn ich merke, ich komme nicht mehr raus, kriege ich irgendwie immer Panik. Ist nicht mein Ding. Also so Horrorhouses und so, damit habe ich gar kein Problem. Aber Spiegelkabinette finde ich unheimlicher. So. Oh Gott, wenn ich in den Spiegel gucke, passiert irgendwas. Irgendwas hinter mir. Komm schon. Mach mir einmal den Spiegel-Horrorfilm-Effekt. Der muss hier im Spiel drin sein. Ich warte drauf. Ja. Komm schon. Tu es, komm schon.
Man kann es nicht erzwingen, ne? Hm. Hm. Okay. Ist wieder was zum Lesen? Kann man nicht aufmachen. Blinded by the light. Ja, na klar. Du Arschloch, du. Was denn? Junge! Don't leave me! Where is Daddy? What the fuck? What the fuck do I know? Den könnte auch mal einen neuen Anstrich vertragen. Okay. Bin ich auf irgendwas drauf gelatscht? Nein, da liegt nichts. Mhm, mhm, mhm. Mhm, mhm. Creepy Spiegeleffekt. Komm schon, komm schon. Was sind das für Geräusche? Was? Wo? Irgendwo ist eine Tür aufgegangen. Hä? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Creepy Onkel. Wo ist er? Der war doch... Okay. Okay. Das sieht einladend aus. Oh Gott. Alles ist gut, alles wird gut. Diese Spiegel irritieren the fuck out of me. Read page. Incidents, and I cannot dismiss them as random chance. The park works, but something is interfering with its intended function. It is through the very air in this place is corrupting the power even as I collected. A few casualties here and there are accepted. But when employees go on stabbing rampages, it draws attention. I'd rather not have the boys in blue either investigate this place too closely. It's a shame about Steven. I rather liked him. Who the fuck is Steven? Ja, Po am Arsch.
Vielleicht habe ich jetzt den Spiegeleffekt verpasst. Verdammt, will ich mich in den Arsch beißen. Ich weiß gar nicht mehr, von wo ich hier gekommen bin und von wo ich... Ah, hier war der blöde Spiegel. So, okay. Laufe ich im Kreis, Alter? Ich habe mich hier vollkommen verlaufen, Alter. Oh ja, na, nee, ist klar. Passiert jetzt irgendwas fürchterliches wieder? Nee. Aber da. Ganz sneaky. Oh, das sieht schön aus. Get ready, boys. Jetzt geht die Tür hinter mir zu. Wetten wir? Wetten wir? Okay. Ich hätte wetten können, die Tür hinter mir geht zu. Hallo, Captain. Okay, Open Door. Schlechte Idee. Schlechte Idee. Wir machen es trotzdem. Treppen in den Keller. Immer gut. Ganz vorsichtig. Alter. Okay. Okay. Es ist sowieso die Tür geradeaus. Ich weiß es jetzt schon, es funktioniert auch nicht, oder? Ja. Es ist immer die Tür geradeaus. Okay. Auf geht's. Mach keinen Scheiß, mach keinen Scheiß. Natürlich geht die Tür zu. Ein Buch und Kippen. Boah, die kann ich jetzt gut gebrauchen. Circus. Fernkommen. Das ist gar nicht so einfach so drehen. Jetzt habe ich's. A circus burns to the ground on opening night, killing dozens. The owner is put to death by an enraged mob of townfolk just as he shouts out a curse. Now Raven, a dark-souled wanderer, comes to the ruins at dusk in search of his missing mother. Let the show begin. Und weg damit. Kippen, kippen, Baby, kippen. Kippen. After they let me out, they gave me Callum back and sent me home with a handful of breadcrumbs. Home, bittersweet home. I barely recognized it. Where there had been color and light, there were shadows and regrets. Where there had been warmth, there was a bone-deep coldness that never went away. I tried my hardest to keep the ghosts at bay. Don, watching from the dusty corners while I tried to teach his son to read. My father, coldly assessing me and finding me lacking. I devoted myself to Callum, did the things that they told me. It will get better, they said. Every day will be a little better than the last. I'm in the woods now, lost and afraid. Things never got any better. Okay. Ich brauche das ernsthaft mal jetzt gerade. Habe ich mir gerade angemacht. Dunwich Power Company. Disconnect Notice. Okay. After multiple attempts to collect... Ich glaube hier, das ist so ein technischer Report. Ich mache mal nicht Creepy Voice, ich mache mal technische Voice. After multiple attempts to collect payment, we regret to inform you that your service has been disconnected or will be disconnected shortly. Please do the following. 1.
make the payment listed on your last bill, contact us on 555-7868 and we can arrange a payment plan so that you can immediately be reconnected. How nice. Second, if you believe that this is an error, call us on 555-7869 to discuss your options. 3. If you are unable to make payment, please contact your local welfare office to discuss a placement for you and your loved ones. Winter is coming. Winter in Maine is cold and brutal. Don't face it without electricity. The night is dark and full of terrors. Und ich habe Escape gedrückt. Weiß nicht, was schlimmer ist. Okay. Noch was? Nein! Oh Gott, jetzt muss es wieder komisch drehen. A shocking true story Hunger. The true story of the Donners. Oh, das wird auch nicht so einfach jetzt zu lesen. Nee, komm. So. On April 16, 1846, a group of covered wagons began the 2,500-mile journey to California. Just 8 months later, they found themselves stranded in the Sierra Nevada mountains with very little to bite or sup. It was to become one of the greatest tragedies of westward migration that the world had ever seen. Now our panel of donor experts have uncovered compelling evidence that the families were forced to restart to cannibalism. In order to survive that terrible winter in this never-before-seen expose, read about how the donor children were forced to eat their brothers and sisters in order to survive. All here in the pages of the shocking true story. Shocking. Ja. Creepy Voice macht mir Kopfschmerzen. Ja, das ist ganz gemütlich hier, ne? G. It's a G thing. Das wird ein G sein. Ja, schön. Ne? Was? Oh, kann ich den lösen? Ich konnte das mal. Also was heißt, ich konnte das mal. Ich habe am Internet geguckt, wie es geht und dann habe ich es nachgemacht. Aber das ist wohl nix. Oder warte mal, wenn ich den nehme, kann ich den mit den W-Tasten drehen oder so? Ach, schade. Das wäre echt lustig gewesen. Also nicht für euch, sondern für mich, weil ihr hättet dann jetzt 1 Stunde lang zugucken müssen, wie ich an diesem Ding drehe. I love you. From Kehle. Ich habe über irgendwie die Angewohnheit, hier Escape zu drücken. Tut mir leid. Nochmal kippen. Kippen Kaffee. Haben wir hier noch was? Hatte ich das schon in der Hand? Nee, noch nicht, glaube ich. The Wilting. Oh Gott. Dreh das Ding. Hey, dann fackelt das auch noch immer so blöd. Dann kannst du es gar nicht mehr. Ach, hör auf hier. Dreh das. Nein, nicht verkehrt rum. Dreh es. With this novel, Susan comes a place on one of the most important science fiction writers of a generation. The wilting, a solar flare has struck the earth. Millions of people are uprooted from their homes. A young meteorologist searches desperately for a way to stop global overheating. And an exotic dancer named Chance O'Hara Cancer is the key to saving the world again. Dynamic, exciting, blah 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 blah. Creepy.
weglist. Job of Kelm Electricity. Ist das ihr Haus oder soll das irgendwie darstellen oder was? Wieder jemand den Wasserhahn laufen lassen. Immer dasselbe. Komm, das fixen wir mal. Können wir das nicht fixen? Was soll denn das? Wieso kann ich das in der Hand nehmen und mir dann irgendwie rumdrehen? Kühlschrank. Ich kann tatsächlich auch. Chicken. Warte mal, hier ist eine Tür. Gut, weiter im Text. Besen. Können wir hier nochmal durchwischen? Muss mal jemand durchwischen. Ich mag es nicht, wenn nicht durchgewischt wird. Wie eine Tür, die nicht aufgeht? Yep. Kennen wir schon. Jetzt gibt es hier nochmal so einen ganz klassischen Poltergeist-Moment, glaube ich. Aber erstmal lesen wir mal. I received your letter and I'm quite surprised you ran off with your father all of those years ago, then disappeared off the edge of the map, and then when I finally tracked you from down, what the fuck, refused to answer any of my letters. Sorry. At Dow you write to me asking for help. I have a lover family Dow and a lover life. Your father was a horrible man and I regret the years that I wasted with him. I loved you, I truly did, but every year you grew more and more like him. You were his girl, never really mine. Still I would have fought for custody if you hadn't run away with him. It broke my heart, but I needed to go on living. I can't let you back into my life without picking open old wounds. I'm sorry, Lorraine, but I just can't do it. Maybe one day it will be easier and I can meet Caleb, but not yet. I'm not ready to forgive you. Please don't contact me again, Karen. Okay. Miss Mayland, as we agreed in our meeting today, we consider you fully recovered from your illness. Okay, die ist wohl irgendwie geisteskrank. This letter is official notification that you are considered sound of mind and body and may return to work at any time. Please note that you should discontinue any medication that you have been using and dispose of any remaining medicines. If you feel at any time that you are suffering a relapse, then please make contact with your local physician immediately. We wish you continued good health. Dr. Spencer. Okay. Wie kommt nix? Das ist unexpected. Oh, Gottes Willen. Lorraine seems to be suffering from depression that began early in her pregnancy. Our discussion have made it obvious that these episodes stem from grief, losing a partner, Don. Who died about 6 months ago. There are also severe issues with her father. After being kept under careful observation, we provided standard treatment for this disorder, including electroconvulsation therapy. The patient responded and made a rapid recovery. Okay, also das war wohl das, was wir beim Autoscootern gesehen haben. Da waren wir mal ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen sind, beziehungsweise der eine Autoscooter. Inquiry to the estate of Mr. Evan has been completed. We regret to inform you that primary benefit of his estate, including the life insurance settlements for accidental death, were listed as Bruce Williams and Richard Williams of the New York State, the deceased parents. Our agency made contact with Mr. and Mr. Williams and explained your situation, especially as regards the birth of Donald's son, Caleb. Unfortunately, we were not received into the locus and specified without any legal proof of biology relationships. They considered you ineligible to receive any of the monies from Donald's estate. They've asked that we no longer contact them regarding this matter. I understand that this may have a negative impact on your current financial situation, and I hope that I'm not being too forward when I enclose the bill for our service with this letter. Sincerely, Edward Stapleton, Attorney. Okay. Die hat wohl dann auch keine Kohle gekriegt, als der verreckt ist. Natürlich auch nicht so prall. Das Haus wohl auch nicht. Creepy Door.
Oh, noch mehr. Dunkle Treppen. Jetzt geht die Tür zu. Na. Jetzt läuft's. Okay, kennen wir schon. Die geht nicht auf. Ich bin immer ganz vorsichtig mit den Ecken. Och, noch mehr so komisches. Jetzt habe ich aber langsam keine Lust mehr. Kann ich nicht lesen. Ist aber mal gut hier. Boah! Lorraine, things aren't right between us at the moment. I know I want to try and explain it. I think it's because I'm so far from home and I'm working so far every day, working in the park. It gets worse like a spring inside my head. Tighter and tighter and tighter. When we go for drinks after work, it gets a little better. The guys relax and we thought and we were good people again. I don't want to come home to you without being in the right mind, but when this job is done we need to get out of this place. We need to go back to the city. Where I don't feel like this anymore. I love you, Donald. PS, I was thinking about names for boy and girls. I like Caleb for a boy and Emma if it's a girl. Bin ich jetzt irgendwie blöd? Habe ich das jetzt falsch verstanden? Ist der Mann jetzt verrückt oder ist sie verrückt? Nee, sie. Das mit diesen Elektroschocks war ja... Hunger. Es ist doch auch schon wieder dasselbe hier. Irgendwer hat schon wieder irgendwen gegessen. Hey, hier ist wieder der Würfel und hier sind... Das ist doch... Bin ich jetzt blöd? Nochmal Pillen. Junge! Junge! Na. Spiel gelöst. Wenn ich jetzt wieder der Wrench liegt. Jetzt ist der Wrench weg. Keine Aufgeschranke. Oh, Wein. Chateaubriand. 86er Jahre. Schön googeln und ausrotzen. Open Door? Natürlich nicht. Brauche ich jetzt einen Schlüssel oder was? Junge! Leave me alone. Geht wieder nicht auf. Immer diese Enten. Didn't run away, that took me. Okay. Ja. Ach, müssen wir das jetzt echt hier alles nochmal? Was ist denn das hier für ein... I received your letter and I'm quite surprised you ran off with your father all of those years ago, then disappeared off the edge of the map, and then when I finally tracked you down, you refused to answer any of my letters. And now you're asking for help and not for me. Okay, das ist, den Brief haben wir schon gelesen. I didn't run away, that took me. Okay. Ist das der Geist vom Papa jetzt hier, der irgendwie das Kind klaut, oder was? Ich raff das nicht so ganz. Thank you, William, for the new watch. It is very nice. It has made me a happier carer. Whatever. Aber das Sound sieht aus wie Mr. Hanky. Unten links. Oh nee. Muss ich nicht alles nochmal machen. Mal auf da. Ich hab das Gefühl, es geht jetzt wieder die Treppe runter. Was zur Hölle? Geht nicht auf. Geht nicht auf.
Überraschung. Ist da hinten geklopft? Nee, komm. Was soll denn das? Mache ich irgendwas falsch? Okay. Nothing but a G-Thing. Junge? Ist du im Schrank? Oh, ich hab vergessen, ich muss ja drücken, wenn ich das mache. Junge? What have you done with them? Der Wasserhahn ist immer noch nicht repariert. Im Kühlschrank gibt es wieder Kinderfotos. Und irgendwer hat das Hühnchen gegessen. Die Tür geht nicht auf. Der Spaß wiederholt sich. Blut? Blut Richtung der Tür. Vielleicht kriegen wir diesmal die Tür auf. Nein, natürlich nicht. Der kann Spaß machen. Noch mehr Pillen. Noch mehr Wein. Fernseher. Briefe. Medizin. Kennen wir schon. Kennen wir schon. Okay. Nehme ich mal so hin. Ja. Und dann fängt der Spaß wieder von vorne an. Die Tür geht nicht auf. Komische Geräusche. Hey, hier war ich ja noch nie. Ja, langsam wird es ein bisschen frustrierend. Oh, warte, jetzt kann ich nichts mehr anklicken. Waren die Plüschtiere vorher auch schon da? Nee, das sieht jetzt irgendwie an. Was ist das denn? Das ist neu. Oh. Wunderbare Jahre Spaß, die Frisur. Kann ich jetzt am Würfel? Was ist das denn? Say bye bye. Schon schick. Alter, Spiel, willst du mich ärgern? Kann da mal irgendwas passieren? Shoppinglist. Creepy. Babypuppen. Die Tür geht nicht auf. Hat jetzt jemand ein neues Hühnchen gekocht. What the fuck? Das sollten wir vielleicht lieber mitnehmen. Können wir es nicht mitnehmen? I'm a horrible mother. Where is he? I love... Okay, vielleicht können wir... Oh, jetzt können wir durch Tor Nummer 2. Gucken, ob dahinter die Reise nach Malle ist. Oh, fuck. Was passiert hier? Was war denn das? Da hat jemand versucht, neues Chicken zu machen. Verarsch mich doch nicht, Spiel. Denke ich, jetzt geht's hier endlich mal los.
Kenne ich, Tür geht nicht auf. Kenne ich, Tür geht nicht auf. Ups, Überraschung. Herzlich willkommen. Das ist jetzt... Das hängt mein Computer manchmal. Okay. Nee, ich will jetzt keine Shoppings mehr lesen. Was ich allerdings noch wissen will, ist, ob jemand Hühnchen gemacht hat. Hat Hühnchen gemacht? Oh Gott. Das Hühnchen ist vergammelt. Das ist aber nicht der Junge. Wer ist das? Geht nicht auf. Überraschung. Surprise. Oh. Das kenne ich noch nicht. Ich glaube, das Spiel speichert gerade. Stories are told again and again, and from their shape we build our understanding of the Das world. Schild so wieder. 2 children are led into the woods. They are lost for a time, but then are Was passiert? captured by an old witch. The child goes missing in Atlantic Island Park. He wanders lost for a time before finding his way into the mouth of an old witch. In the oldest version of this story, the mother and the witch were the same person. I never wanted to be the witch, but I am, aren't I? Kids broke into the... It has been so long since I heard love for so very long. I took one of them. I couldn't help myself. It was fast and the others didn't notice. I like hearing him laugh. This boy from the academy, I put him on a slate? What the fuck? I tricked him until... I tickled him until he couldn't breathe. My machines came to life. Winding in time to his gasps and shrieks. I think this is delightful. The change wrought in me by the machines is not yet complete. There must be other children I can lay on my slate. Okay, hier geht's wohl nicht lang. Nee, komm, hör auf. Das kann nichts mehr ziehen. Das wenigstens ausmachen, ist ja ätzend. Schneller gehen kann ich immer noch nicht. Nö, wir können Bücher mehr lesen. Das mal, nein, danke. Kommen wir jetzt hier raus? Ja, vielleicht passiert ja was. Ja, das ist Hänsel und Gretel. Vielleicht passiert ja was. Ist das Onkel Creepys Labor oder was? Yeah. Callum? Callum? Oh Gott, bitte, jetzt hängt das schon wieder was. Callum? Callum?
Eichhörnchen. Nee. Hey, Lorraine. Lorraine. Don't blame yourself, Lorraine. People lose things all the time. Take a deep breath and think about the last place you saw your son. In my heart and mind, I always return to Atlantic Island Park. Okay. Ja, ich muss ehrlich gesagt zugeben, dass ich das jetzt nicht ganz kapiert habe. Hat sie jetzt ihr Kind umgebracht? Das Ganze lief irgendwie nur in ihrem Kopf ab. Es war nur eine verrückte Fantasie von dem, was wirklich passiert ist, dass sie einfach ihr Kind umgebracht hat. Ihren Mann auch, oder was? Ja. Weiß ich nicht. Irgendwie weiß ich, nee, irgendwie kann ich mir da gar keinen richtigen Reim drauf machen. Bye bye, Junge. Ja, also wenn sie war irgendwie psychisch krank, dann war da irgendwie... Nee, so ganz habe ich das jetzt nicht irgendwie auf den Schirm gekriegt. Tut mir leid. Ja, return to the menu. Habe ich gemacht. Mach mal. Loading Screen, na klar. Ja, gut. Ja, hat mich ganz gut unterhalten für 2 Stunden. Aber so richtig kapiert habe ich es am Ende nicht so richtig dolle. Ich weiß, ich begreife jetzt auch nicht, ob der Junge tot ist oder nicht. Man hat ja nicht mal gesehen, wie die in den Jungen sticht oder so. Oder hat die jetzt daneben gestochen auf den Tisch oder in den Jungen rein? Tja, weiß ich nicht. Vielleicht könnt ihr mir das Ende ja mal wundervoll erklären in den Kommentaren. Weil ich bin ein bisschen ratlos gerade. Gut. Trotzdem, das Spiel sah ganz lustig aus, war ein bisschen creepy. Ich fahre gerne Achterbahn, alles dabei. Ich bedanke mich an der Stelle
konfus, aber trotzdem eigentlich ganz gut unterhalten. Bis auf das frustrierende Labyrinthende am Ende mit dem immer sich wiederholenden Raum, was mir irgendwie ein bisschen auf den Nerven ging, ehrlich gesagt am Ende. Fand ich es ganz lustig und ganz unterhaltsam. An der Stelle, ja, verabschiede ich mich, bedanke mich fürs Zuschauen. Das war The Park, mit Mike. Ihr könnt ja mal ruhig hier am Channel rumabonnieren, wenn ihr wollt. Ihr könnt auch gerne mal so vorbeischauen, wie ihr möchtet. Ich bin jetzt nicht so der regelmäßige Poster von Videos, aber ab und zu hin und wieder gibt es mal wieder was Neues von mir. Ja, das war The Park und danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.